Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Schwestern und Brüder, Weißer Sonntag ohne Kommunionkinder. Sonntag der Barmherzigkeit ohne Gemeinde, die Gottes Barmherzigkeit feiert. Viele würden heute gerne feiern. Viele würden heute gerne miteinander singen. Aber es ist uns nicht erlaubt. Die Bundeskanzlerin spricht von einem zerbrechlichen Zwischenerfolg. Diesen wollen wir alle nicht gefährden. Deshalb, verbunden mit allen, die heute gerne Erstkommunion feiern würden, die heute gerne Gemeinde erleben wollen, durch die heilige Eucharistie, durch Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Stellvertretend für sie rufen wir. Erfülle unsere Herzen mit deinem Licht. Herr, erbarme dich. Geleite uns durch Leben mit deiner Freude. Christus, erbarme dich. Begegne uns und hilf uns glauben. Herr, erbarme dich. Mein Herr und mein Gott, dich preisen wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut,
durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unser Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Erste Lesung. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Dieser Tag, den der Herr gemacht
Zweite Lesung. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen, zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihr habt ihn nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen:
empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus. Hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der heilige Apostel Thomas ist ein Mensch, der nicht einfach so glauben will. Er möchte vernünftig nachvollziehen können, dass der Glaube an Gott, der Glaube an die Auferstehung keine Einbildung ist. Er möchte sich vergewissern. Er möchte nicht gegen die Vernunft glauben. Darin hat er recht. Darin bestärkt ihn Jesus. Und das gilt bis heute. Kein Glaube ohne Vernunft oder gar gegen die Vernunft. Beides darf in eines gehen. Das ist das Lebensthema vom emeritierten Papst Benedikt, der am vergangenen Donnerstag
seinen 93. Geburtstag feiern durfte. Der Theologe Josef Ratzinger war tief davon überzeugt, Glaube und Vernunft ergänzen sich, brauchen einander. Machen wir uns dies neu bewusst. Die Vernunft lehrt uns, dass diese Erde in Jahrmillionen Jahren entstanden ist. Voll Bewunderung schauen wir auf die Ergebnisse der Wissenschaft, die uns lehrt, dass vor Jahrmillionen Jahren im Urknall die Erde ihren Lauf nahm. Aber einen Lauf nahm, der gelenkt wurde dahin, dass diese Erde Heimat werden konnte für den Menschen. Eine Heimat mit dem nötigen Abstand zur Sonne. Eine Heimat mit der richtigen Zusammensetzung der Luft, damit der Mensch atmen kann. Eine Heimat, die den Menschen laufen lässt, weil die Schwerkraft ihn auf dem Boden hält. Eine Heimat, die genügend Wasser hat zum Leben der Pflanzen, Tiere und Menschen. Der Glaube legt uns nahe, dass dies ein großes Wunderwerk Gottes ist. Und die Wissenschaft sagt uns Glaubenden, dass diese Annahme vernünftiger ist. Vernünftiger ist, als zu glauben, dass alles verdanke sich dem Zufall. Vernunft und Glaube. Das wollte Thomas in eins bringen. Durch die Wunder der Schöpfung dürfen wir uns wundern lernen über die Größe Gottes. Und durch das Wunder der Auferstehung dürfen wir uns wundern lernen über die Wege Gottes. Die Ostererfahrung der Jüngerinnen und Jünger ist eine echte Gotteserfahrung. Diese Erfahrung bleibt unerklärbar, denn sie kommt aus einer anderen Dimension, die einbricht in das Leben der Jüngerinnen und Jünger damals. Der, den sie für tot hielten, der vor ihren Augen am Kreuz gestorben war, er zeigte sich ihnen als der, der lebt. Das hat sie dermaßen erschüttert, das hat sie dermaßen verwundert, dass es für sie zu einer Erfahrung wurde, die ihr Leben total veränderte. Sie konnten gar nicht mehr anders, als hinauszugehen in alle Welt und alle Menschen diese Botschaft zu bringen. Was wir nicht für möglich hielten, das ist geschehen. Das Wort am Anfang, das Wort des Engels an Maria, als Jesus empfangen wurde,
Das erfüllt sich radikal an Jesu Ende. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Der, den die Jünger für tot hielten, der lebt, Jesus Christus. Thomas hatte diese Erfahrung nicht gemacht. Bei der ersten Begegnung mit dem Auferstandenen war er nicht dabei. Und ohne eigene Erfahrung hat er seine Zweifel. Und das zu Recht. Aber bei der zweiten Begegnung packt es ihn genauso wie die anderen. Und er konnte nur noch stammeln: Mein Herr und mein Gott. Schwestern und Brüder, es ist vernünftig zu glauben, dass Gott der Schöpfer des Lebens ist. Und es ist vernünftig, den Jüngerinnen und Jüngern zu glauben, die uns mit ihrem Leben bezeugen. Wir haben mit Jesus Christus die Erfahrung gemacht, dass er gestorben ist am Kreuz und doch lebte. Das ist die Osterbotschaft, die heute Thomas uns bezeugt. Amen.
Jesus Christus ist durch verschlossene Türen hindurch den Jüngern erschienen, hat ihnen Mut gemacht und ihre Zweifel zerstreut. Sorge und Zweifel bestimmen auch heute für viele Menschen das Leben. Für sie und auch für uns wollen wir beten. Wir beten für alle Menschen, die unter der Coronavirus-Pandemie leiden und unter deren Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland und Europa und überall auf der Welt. Du, Gott des Mutes und der Stärke, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik, die sich um einen ausgewogenen und behutsamen Ausstieg aus den Einschränkungen bemühen, besonders auch für diejenigen, deren Blick dabei auf alle Menschen gerichtet ist, über die eigenen nationalen Interessen hinaus. Du, Gott des Mutes und der Stärke, wir bitten dich für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, für Pflegerinnen und Pfleger in den Senioreneinrichtungen, die sich um besonders Schutzbedürftige kümmern, und für alle, die nach Mitteln und Wegen forschen, um Menschen zu heilen und alle nachhaltig zu schützen. Du Gott des Mutes und der Stärke, wir bitten dich. Wir beten für die Menschen, die seit Wochen in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ausharren, insbesondere für die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, deren Aufnahme in Europa zugesagt worden ist. Du Gott des Mutes und der Stärke, wir bitten dich. Für die vielen Menschen, die sich jetzt wieder in Booten auf das Mittelmeer wagen, weil sie für sich und ihre Familien eine menschenwürdige, sichere Zukunft in Europa erreichen wollen. Du Gott des Mutes und der Stärke, wir bitten dich. Beten wir auch für alle Menschen, die ihre Hoffnung im Glauben spüren und ihr Vertrauen auf die Gemeinschaft in ihren Kirchen setzen, und für die vielen, die die Botschaft des Evangeliums auch unter den Bedingungen des Versammlungsverbots zu den Gläubigen in alle Welt tragen. Du Gott des Mutes und der Stärke, wir bitten dich. Für die Menschen, die sich in ein Jahr nach dem verheerenden Brand für den Wiederaufbau der Kathedrale Notre Dame in Paris einsetzen. Du Gott des Mutes und der Stärke, wir bitten dich. Wir beten für alle Kinder, die sich auf ihre erste Kommunion vorbereitet und gefreut haben, und für ihre Familien. Du Gott des Mutes und der Stärke, wir bitten dich. Für alle, die ihre kranken und sogar die sterbenden Angehörigen nicht besuchen und begleiten dürfen. Für alle, die sich nach menschlicher Nähe in ihrer Einsamkeit sehnen. Du Gott des Mutes und der Stärke, wir bitten dich. Gütiger Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns gezeigt, welche Heilkraft vom Glauben und von der Liebe ausstrahlen kann. Wir danken dir für sein Leben und seine Auferstehung. Er gibt uns Mut und Zuversicht hier und jetzt und bis in
deine Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang des Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut die zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam Sankt Josef, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn,
Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Beten wir zusammen das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst in mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiter wirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen
als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.